Seit einigen Monaten könnte man den Eindruck haben, dass der Fokus meines Contents ausschließlich beim Sonic-Franchise liegt. Zeit, das zu ändern. Denn Ende März war es endlich soweit und ich bekam die Chance, an der Closed Beta des kommenden Sci-Fi-Shooter-Spiels Synduality Echo of Ada teilzunehmen. Und wenn man bedenkt, dass nur 4000 Spieler weltweit mitmachen konnten, ist das schon ein tolles Gefühl, mit dazu zu zählen. Und in diesem Video möchte ich euch die Beta mal ausführlich vorstellen, was man dort alles sehen und machen konnte und euch auch meine Eindrücke von der Beta schildern. Das Ganze habe ich auf meiner Xbox Series X gespielt, da ich mir das Spiel primär auch dafür holen will und ich wollte auch sehen, wie die Konsole mit dem Spiel so klarkommt. Doch bevor wir loslegen, muss ich euch noch so einige allgemeine Dinge zu dem Spiel erklären, damit ihr auch alles in dem Video versteht. Keine Sorge, das wird jetzt kein langer Vortrag werden oder so. Es gab vor 200 Jahren ein Wetterereignis, auch genannt die Tränen des Neumonds, wo giftiger Regen die Menschheit fast komplett ausgelöscht hat und deshalb leben die restlichen 10% der Menschheit seitdem im Untergrund. Wir spielen in dem Spiel einen Drifter und nein, das hat nichts mit dem Driften mit irgendwelchen Fahrzeugen zu tun. Das sind Leute, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, an der Oberfläche seltene Ressourcen zu sammeln, um diese dann zu verkaufen. Also, sofern sie überhaupt lebend wieder zurückkommen. Dazu kämpfen sie mit mechanischen Robotern, auch genannt Cradle Coffins. Was lustig ist, weil zumindest das Wort Coffin zu Deutsch Sarg bedeutet. Und im Anime wurden die auch nur Coffins genannt. Ich habe keine Ahnung, warum der Name so passend ist. Doch allein kann man mit einem Cradle gegen die seltsamen Kreaturen nicht bestehen. Okay, geht schon, aber es macht keinen Spaß. Diese Lektion durfte auch Kanata direkt in der ersten Folge des Animes machen. Denn um den Cradle effektiv nutzen zu können, braucht man einen Partner, in dieser Welt auch Megas genannt. Das sind technically Roboter, aber sehen aus wie Menschen und verhalten sich auch wie Menschen. Diese verbinden sich mit dem Cradle und dann könnt ihr unter anderem die Karte sehen und auch so einiges mehr. In der Beta spielen wir Alba. Genau weiß man es nicht, weil man ihn in der Beta nicht sieht oder überhaupt ein Name genannt wird, aber ich gehe mal davon aus. Denn am Ende geht es in dem Game auch um ihn und unseren Partner bzw. unsere Partnerin konnten wir uns selbst aussuchen und ich habe den weiblichen Megas genommen, obvious, da diese dem Megas von Alba sehr ähnlich sah. Diese heißt Ara. Nein, nicht Ara und auch nicht Ara, aber wäre schon etwas witzig, wenn die wirklich so heißen würde. Aber nah dran. In der Story heißt diese Ada und ja, um die geht es auch in dem Game, wenn ihr Name schon im Titel des Spiels steckt. Ada. Man kann den Megos selber anpassen und da geht es nicht nur um die Statur und was für ein Typ der Megos sein soll. Man kann auch die Kleidung und verschiedene Farbeinstellungen selber anpassen und in der Beta war nur ein Teil der Einstellungsmöglichkeiten verfügbar. Bei dem Namen habe ich etwas gestruggelt. Ja, denkt euch einfach mal spontan einen Namen aus, ne? Und am Ende habe ich mich für Mako entschieden. Keine Ahnung, warum gerade dieser Name. Vielleicht ist das eine insgeheime Ankündigung eines zukünftigen Partner-Cosplays. Wer weiß. Am Anfang gibt es natürlich ein Tutorial, wo man grob die Steuerung lernt und wie man mit dem Cradle kämpft und auch die nötigen Ressourcen einsammeln kann. Danach kann man entweder zum Spaß die Map erkunden, gezielt Ressourcen farmen oder man erledigt die Aufträge, die man im Laufe der Beta abschließen kann. Anfangs stand einem nur die Nordzone zur Verfügung, aber wenn man später alle Aufträge erledigt hatte, konnte man auch in die Südzone, die aber vom Schwierigkeitsgrad her sehr anspruchsvoll war. Aber dafür konnte man dort sehr gut farmen. Jeder Cradle verfügt dabei über maximal 2 Waffen, mit der man entweder harte Munition feuern kann oder Lasergeschosse. Dabei gibt es auch wieder Unterschiede zwischen leichter und schwerer Munition, wo man einfach schauen muss, was genau die Waffe benutzen kann. Aber man kann mit dem Cradle auch auf die Gegner einprügeln. Ich meine, man muss dann ja auch so hart in den Bauch boxen können, bis sie sterben, ne? Was schon Damage macht, aber wenn der Gegner schnell ist, kriegt man dafür flott die Quittung. Unten links gibt es 2 Leisten, wo die untere unsere Lebensanzeige darstellt und die obere unsere Barriere. Denn wenn es regnet und wir keinen Unterschlupf haben, müssen wir schauen, dass die Barriere nicht auf 0 geht, weil ansonsten haben wir dann ein fettes Problem. Gerade bei sehr starken Regen geht die ganz schnell runter. Aber was macht die Batterieanzeige links daneben? Nun, solange können wir an der Oberfläche bleiben. Denn wenn die Zeit abgelaufen ist, haben wir verloren. Und nur mit einer Ersatzbatterie können wir diese wieder aufladen. Aber keine Sorge, diese geht durch unsere Aktion nicht schneller runter. Man muss halt überlegen, was man alles erkunden will und welche Route man nehmen will, um am Ende nicht unter Zeitdruck zu geraten. Neben dem normalen Laufen können wir auch boosten, um uns so schneller fortzubewegen. Allerdings dürfen wir den Cradle dabei nicht überhitzen lassen, da ansonsten das Boosten für einige Sekunden nicht möglich ist, was gerade wenn man Zeitdruck hat oder auf der Flucht ist, ein tödlicher Fehler sein kann. Da die Leiste auch für das Ausweichen gilt, muss man schon etwas taktisch vorgehen und je leichter der Cradle mitsamt Ladung ist, desto mehr Spielraum hat man auch. Doch was für Gegner bzw. um genau zu sein, Enders gibt es in der Beta. Hauptsächlich die Chaser, die wie Wölfe aussehen und zwar meistens allein sind, aber diese können sehr schnell Verstärkung
Verstärkung rufen, weil die auch zu feige sind, gegen mich allein zu kämpfen. Und dann muss man sehr aufpassen, weil das kann dann sehr schnell tödlich enden. Insbesondere, wenn ein Chaser Baron mit am Start war, weil die nochmal deutlich stärker sind. Aber diese waren nicht so nervig wie der andere Gegner, der Gazer. Der fliegt einfach nur rum und greift uns irgendwann mit einer aufgeladenen Laserattacke an. Und es kann sowohl ein Shot als auch 3 Shots werden. Aber Junge, haben die mich besonders genervt, weil die sehr schwer zu treffen sind, wenn die sich bewegen. Und wenn mehrere von denen noch mit in der Nähe sind, dann solltet ihr hoffen, dass ihr die Sache irgendwie überlebt, weil das einfach nur heftig ist. Ich habe schon so oft durch die Gazer verloren. Meistens deswegen, weil die von einer Position aus geschossen haben, wo ich die nicht sehen konnte. Oder die gefühlt wussten, was ich vorhabe. Kein Witz, die wussten ganz genau, wo ich hinspringen würde, um genau dorthin zu zielen. Krank, nicht wahr? Die Gegner haben überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und gerade in der Südzone war das sehr brutal. Aber dazu später mehr. Es gibt auch die Viecher, die euch verfolgen und dann hochjagen wollen. Und die haben echt viel Damage gemacht. Man erkannte die daran, dass die etwas hell geleuchtet haben. Und am besten musste man die Feinde aus der Ferne abknallen. Und dann konnte man einfach in Ruhe durchlatschen. Und über die Würmer würde ich lieber mal nicht reden. Denn die waren extrem OP gewesen. Ich war einmal froh gewesen, dass mich Magus noch gerettet hat im letzten Moment. Ansonsten wäre ich durch das Vieh safe draufgegangen. Doch diese Gegner sind im Vergleich zu einem ganz bestimmten Gegner, ehrlich gesagt, noch deutlich angenehmer. Denn an manchen Einrichtungen, wo in der Nähe meist auch ein Transportaufzug ist, sind Quades unterwegs, die aber nicht von Spielern gesteuert werden, sondern von Parasiten. Im Spiel werden diese auch Magus Hunter oder auch Banditen genannt. Und nicht nur stecken die Vieh ein, sondern können euch das Leben wirklich zur Hölle machen. Die einzige Chance, die Platz zu machen, ist, diese von sehr weiter Distanz anzugreifen, weil die scheinbar in einem gewissen Radius immer genau wissen, wo ihr seid. Die haben gefühlt X-Ray-Mods an und dann nicht mehr locker lassen, bis man tot ist. Das habe ich einige Male bei der Anlage im Osten der Nordzone oder auch bei der Werft in der Südzone erleben dürfen. Und ehrlich gesagt, will ich die Werft einfach nur vergessen, nachdem ich über eine Stunde damit verbracht habe, meinen Stuff von dort zu holen und irgendwie sicher zurückzubringen. Und das ist jetzt übrigens by the way kein Witz oder so. Und wie man es bei einem Online-Spiel erwarten kann, trifft man auch auf andere Spieler und die meisten waren eher friedlich unterwegs gewesen. Beziehungsweise man hat sich gegenseitig in Ruhe gelassen oder zusammengearbeitet. Da man in dem Spiel ja nicht wirklich miteinander kommunizieren konnte, wurde durch das Springen signalisiert, dass man da ist und den anderen nicht angreifen will. Wenn der Gegenüber auch springt, dann in der Regel arbeitet man entweder zusammen, reist gemeinsam durch die Map oder geht dann getrennte Wege. So konnte man am besten herausfinden, wer Ehre hat und wer nicht. Ich zumindest habe immer so gehandelt, weil ich wollte Spaß bei dem Game haben und nicht für Ärger sorgen. Und ich wollte jetzt auch den Spaß der anderen nicht kaputt machen. Jedoch gab es auch Spieler, die andere Spieler grundlos angegriffen haben, was schon ehrenlos ist, aber nicht verboten. Es war gefühlt wie in dem alten Space-Shooter Freelancer, wo du auch selbst entscheidest, ob du mit den Guten zusammenarbeitest oder generell sehr kooperativ bist oder dir wirklich jeden zum Feind machen willst. Leider muss ich sagen, dass ich auch einen Spieler gekillt habe. Aber es war Notwehr gewesen, weil ich den in einem Lager gesehen habe, ihn auch machen lassen wollte. Auch die Inhalte in der Kiste wollte ich ihn überlassen. Aber er griff mich einfach mal so ohne Vorwand an und da musste ich mich natürlich wehren. Falls der Spieler, den ich da ausgeschaltet habe, das sieht, I'm very sorry, aber wenn du mich einfach mal so angreifst, dann muss ich ja reagieren. Doch, was passiert, wenn man ausgeschaltet wird? Dann muss man den Cradle innerhalb einer gewissen Zeit verlassen, da dieser ansonsten explodiert. Dadurch habt ihr dann für einen Einsatz euren Magus nicht zur Verfügung, weil der ist ja dann irgendwie verschollen und der danach wiederkommt. Allerdings sieht dieser dann nicht mehr so gut aus. Man kann das aber beheben, wenn der Magus sich im Waschraum reinigt. Vorausgesetzt, man hat diesen. Ich habe dafür mehr als eine Stunde farmen müssen. Und ja, das, was gerne einige sehen wollen, sieht man dort nicht. Sorry, wenn ich eure Hoffnungen zerstört habe. Ich habe euch jetzt genug zum Gameplay erzählt. Lasst uns doch mal über die Maps reden und damit verbunden generell über die Grafik. Ich war beim ersten Einsatz von der Grafik mehr als beeindruckt. Nicht nur hat das Spiel eine echt schöne Grafik und auch die Lichteffekte waren sehr gut gewesen. Beim Regen war zwar die Sicht rein logisch auch etwas eingeschränkt, aber ich fand es echt gut, wie der Himmel sich zum Beispiel auch grünlich gefärbt hat, wenn der Regen sehr stark wurde und auch manchmal konnte man das Gewitter sehen, was wirklich heftig war. Keine Sorge, ich wurde nie vom Blitz getroffen, beziehungsweise hat das überhaupt wer geschafft? Aber in die Kommentare damit. Die Nordzone war geprägt von Wäldern, teilweise etwas Feld, verschiedene Anlagen und Stützpunkte oder auch eine Wüste, welche zum Teil auch ein Trainingslager war. Aber der See in der Mitte, der war echt schön gewesen. Das kann ich euch sagen. Ich fand dort auch sehr seltenen Stuff, also die Reise lohnt sich definitiv. Man findet neben Straßen, defekten Fahrzeugen und eingestürzten Brücken auch noch Gebäude, wo man in Truhen, Fässern, whatever auch wichtige
wichtigen Stuff findet, wie Munition, Heilungskits oder Ressourcen, die man später verwenden kann. Eine Besonderheit der Map waren die Bereiche, die man nur mit einer Freischaltkarte Level 1 betreten konnte, aber da kann ich euch leider nicht viel zeigen, weil ich nur eine solche Karte hatte und als ich einen Eingang nutzen konnte, hat mich ein Parasit sehr schnell ausgelöscht. Auch der etwas bläuliche Wald, was wahrscheinlich von dem giftigen Regen herkommt, war auch sehr interessant. Und die Stadtruine war auch sehr sehenswert, weil diese voll mit zerstörten Hochhäusern war, die an einem Berg gebaut wurden. Die Südzone hatte auch einiges zu bieten, wie eine Schneegegend, was eigentlich eher beim Norden Sinn machen würde, aber ich hinterfrage das mal lieber nicht groß. Von der Werft habe ich euch schon genug erzählt, wo ich euch aber auch nicht so viel zeigen kann, weil ich mit der Rettung von meinen Sachen schon genug zu tun hatte. Aber ein Highlight der Gegend war der Dschungel, der auch von den Details her richtig awesome aussah. Klar, für den Kampf gegen die Geyser war das ein Nachteil, weil die sich dort gut tarnen konnten, aber die Gegend hat mir sehr gefallen. Es gab noch einen weiteren Teil des Waldes, der eher wie ausgestorben aussah, aber ich habe da nicht zu sehr drauf geachtet, was auch daher rührt wegen der Sache mit der Werft und auch waren dort auch Parasiten unterwegs. Was man aber sagen muss, und da hat das Spiel nicht übertrieben, man konnte dort echt gut EO-Kristalle farmen, wie an der einen Stelle bei der Werft. Die Menüs waren auch sehr ansprechend, wobei mir zwei Sachen negativ aufgefallen sind. Zum einen hat das Spiel immer so halb gehangen, wenn ich zwischen den Menüpunkten oben gewechselt bin, wie als hätte dieser ständig irgendwas nachladen müssen, was man vielleicht noch etwas optimieren könnte. Und was mich aber besonders gestört hat, war, dass man das Menü nicht mit dem Analogstick steuern konnte. Es ging nur mit dem Steuerkreuz und das wäre schon nice, wenn das mit dem Stick gehen würde. Man konnte auch beim letzten Menüpunkt Sammlung aber auch schon einen guten Eindruck davon bekommen, wie viele Relikte man so in dem Spiel dann finden wird. Und das ist nicht gerade wenig. Wir können uns mit Sicherheit auf viele weitere Zonen einstellen, von denen wir bislang noch nichts wissen. Die Musik, die man im Spiel hören konnte, war jetzt mit Ausnahme der Titelmusik, die man auch aus dem Anime her kennt, nichts Weltbewegendes, aber trotzdem auch ganz nice. Vielen wird sicher aufgefallen sein, dass während der Einsätze gar keine Musik abgespielt wurde. Entweder wir kriegen diese noch zu hören, wenn das fertige Spiel irgendwann mal draußen ist, oder es gibt wirklich keine Musik. Das wird sich wohl noch zeigen müssen. Das Ding ist, du musst als Spieler ja auch die Geräusche von den Cradle-Motoren oder den Enders wahrnehmen können. Selbst wenn diese sehr leise sind, weil diese noch sehr weit entfernt von dir sind, und da könnte die Musik das in gewisser Weise etwas beeinträchtigen, aber wir schauen mal. Und damit habe ich alle Punkte zu dem Spiel angesprochen. Und wie soll es auch sein, war ich von der Beta sehr beeindruckt. Klar, nicht alles war perfekt, doch im Großen und Ganzen hat die Beta meine Erwartungen mehr als erfüllt und ich freue mich schon auf den finalen Release und was für Content uns in der finalen Version noch erwarten wird. Doch mich interessiert es auch, wie ihr über die Beta denkt. Fandet ihr das, was ich euch gezeigt habe, auch gut? Oder was könnten die Entwickler aus eurer Sicht besser machen? Schreibt dazu eure Meinungen gerne in die Kommentare. Falls ihr selber an der Beta teilgenommen habt, würde es mich mega freuen, wenn ihr eure Erfahrungen zu der Beta in die Kommentare schreiben könntet. Und wer weiß, vielleicht könnte man dann auch in der finalen Version online miteinander kooperieren. Mal schauen. Und das wäre alles von meiner Seite. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.